Verheiratete Menschen sind so herrlich leicht zu schockieren. Oh, wir tun bloß immer schockiert, weil wir wissen, dass es dich noch anspornt. Ich weiß. Deswegen seid ihr auch das einzige Ehepaar auf meiner Party für den Künstlerball. Nein, kommt nicht in Frage. Da geht sie lieber ohne mich hin. Gerda ohne Begleitung? Was? Das wäre skandalös. Gerda liebt Skandale. Hast du ihr Kleid gesehen? Sie entblößt ihre Knöchel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir irgendjemand verfällt, nur weil er meine Knöchel sieht. Mir ging's so. Es war unsere erste Begegnung. Ich kam gerade aus der Akademie. Sie saß vorn auf den Stufen und hat ihre Knöchel zur Schau gestellt. Und sie hat sich an mich rangemacht. Ist das wahr? Als ich ihn angesprochen habe, ist er rot geworden. Er war so schüchtern. Also bat ich um das Rendezvous. Und du hast ja gesagt. Sie hat mich gezwungen. Sie schien sich so sicher. Ich war mir sicher. Noch immer. Ach, bitte, es reicht. Wir tranken Kaffee zusammen. Und dann habe ich ihn geküsst. Ein glückliches Paar, ganz ohne Zweifel. Und es war ganz seltsam. Es war, als küsste ich mich selbst. Die Schwedin Alicia Vikander spielt Gerda und wurde dafür für den Golden Globe nominiert. Und sie bekam noch eine zweite Nominierung. Für ihre eindrucksvolle Gestaltung der Eva, die in Ex MACHINA als künstliche Intelligenz agiert. Der für seine Stephen Hawking-Performance mit dem Oscar ausgezeichnete Eddie Redmayne spielt in The Danish Girl ihren Mann und wurde ebenfalls Golden Globe nominiert. Eddie Redmayne. Wenn man seine Filme der letzten Zeit sieht, stellt man fest, Eddie Redmayne ist ein sehr wandelbarer Schauspieler. Und sie auch. Von Ex MACHINA bis The Danish Girl sind das sehr unterschiedliche Figuren. Wie war ihre gemeinsame Arbeit und wie eignet man sich eine solche Rolle an? I think but to get the chance to play very different roles is, I think, something that most actors are, is a source of energy, that thing of not really feeling like you know how to approach a new part, that it is something exciting, something that brings almost a bit of fear because of the nervousness of stepping into new waters. And these two roles, I think, were, for both of us, very different from anything we had played before. So it was a wonderful kind of collaborative experience. We even had 2-3 weeks of rehearsals, which I had never had on a film, to have that kind of time and luxury, I would say. So it was fun because together with Tom we were able to kind of dig deep and try a lot of things. And Eddie is such a sensitive and a wonderful actor, but also is a person which I love. It makes it fun, it makes it exciting, it always pushes you to try new things. War so charmant und rätselhaft. Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Gibt es etwas, das du wissen willst? Ich bin deine Frau. Ich weiß alles. Kannst du mir bei etwas helfen? Du sagst keinem auch nur ein Wort. Als ihr Mann beim Porträtieren einmal für ein ausgefallenes Modell einspringt, wird seine Sehnsucht, selbst eine Frau zu sein, geradezu fühlbar. Hallo auch. Wir nennen dich ab jetzt Lily. When I read this script, it was a story about Lily and Gerda, two women who I thought were not just quite radical for their time, ahead of their time, but also they were pioneers, with Lily transitioning and Gerda alongside her at this time. And I think when you read the script, I knew it was based on a book, but the book was based on a true couple. So I tried to go back as much as I could and find information about them too. And I also then were quite surprised by the fact that it was quite tough to find information, that even on the internet nowadays, when it feels like you, and especially with a story like this. Ich will dich zeichnen. Lily. Wir sollten heute ausgehen. Zeigen wir ihnen mal was anderes. Ulla, darf ich vorstellen? Das ist Lily. Stimmt, genau. Einas Cousine aus Weile. Meine Liebe, du siehst bezaubernd aus. Los, gehen wir rein. Kommt schon. Lass mich nicht allein, bitte. Nicht weggehen. Nein, niemals. Wenn es zum Transgender-Thema kommt, werden viele nervös, vielleicht auch ängstlich. Könnte das daran liegen, dass die wenigsten von uns eine solche Person kennen?
you're completely right. And just the fact of being able to outwardly talk about that and say that, I think, brings, it's like everything that's unknown, it's difficult to approach. But for this film, it's been extremely educational because now I do have some amazing people from who have become friends, who have been people from the community, from the transgender community, people who've just been friends of family members or loved ones. And I think that's the beauty of it. Like now when people feel, it's been just over the last few months a bit of a cultural change. Du bist anders als die meisten Mädchen. Deswegen möchte ich dich um Erlaubnis bitten, bevor ich dich küsse. Was genau ist gestern Abend passiert? Für einen Moment war ich nicht mehr ich. Für einen Moment war ich nur noch Lily. Aber Lily existiert nicht. Das war nur ein Spiel. Es hat etwas ausgelöst. I've played a few real people before, and I think if you gather as much information as you can, then you kind of have that with you, and then you need to find the emotional kind of foundation and characteristics to that person, and use your artistic freedom and in the end to kind of honor the story in the way it needs to be told. Ich liebe dich, weil du die Einzige bist, die mich verstanden hat. Durch die ich sein kann.